Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. Was geht ab, Leute? Wir fahren nach Gelsenkirchen. Wir waren gestern in Kempten. Das heißt 400 Kilometer in den Süden. Jetzt fahren wir 400 Kilometer in den Norden. 2000 Kilometer an einem Wochenende. Timo Ernst kämpft. Er ist back. Nach seiner letzten Aktion in Frankfurt haben wir sehr viel dran gearbeitet. Und jetzt wird gekämpft. Und unsere Ruby Mesu, die damals bei der PFL gekämpft hat, kämpft heute im Co-Main-Event gegen Simkova. Ganz kurz, bevor es hier überhaupt losgeht. Wir müssen die Reifen aufpumpen. Gestern waren wir mit der V-Klasse unterwegs, weil wir zu viele Leute waren. Heute sind wir nur zu zweit, also Jimmy und ich. Dementsprechend fahren wir ein bisschen cooler hin, würde ich mal sagen. Wir hatten einige Komplikationen. Timo Ernst, sein Gegner, hat vor 4 Tagen abgesagt. Dann haben wir einen neuen gefunden zusammen mit der GMC. Der hat gestern Morgen um 7 Uhr abgesagt. Jetzt haben wir gestern Morgen, gegen 10 war das ungefähr, noch einen gefunden zum Glück. Der Kampf steht. Timo hat viele Tickets verkauft und dementsprechend muss ein Kampf stattfinden, egal gegen wen. Dementsprechend freuen wir uns einfach nur darauf, dass er kämpfen kann, denn er hat einiges Neues zu zeigen und er will und muss wieder zurück auf die Siegerspur. Wir fahren nämlich auch direkt los, denn wir haben 15:30 Uhr, um 19 Uhr beginnt die Card. Wir haben den ersten Kampf. Der Amateur kämpft, Danny Jandarbayev, der Bruder von der Ramzan Jandarbayev. Danny ist ungeschlagen, 14-0 als Amateur, will seinen 5. Sieg einfahren in seinem 5. Kampf. Ich würde sagen, wir fahren mal direkt los und wir sehen uns gleich ein bisschen auf der Road. Coach, ich habe gerade auf deinem Handy Nachricht gelesen, es gibt Fight News. Ja, also Mubarak, sein Gegner, hat abgesagt für den 23. November bei Brave in Wien. Wir haben jetzt einen Ersatzgegner bekommen, 70 Kilo statt 66 Kilo. Passt, wir haben zugesagt. Der Gegner hat gerade auch zugesagt, Brave hat zugesagt, Fight is confirmed. Ja, wir haben noch einen Kämpfer auf die Card gepackt, gestern. Das wird auch nächste Woche bekannt gegeben. Wir können ja schon mal sagen, wer. Anatolia Jamyan, der bei uns gesigned hat, der hat eine 1-0 als Pro, hat unseren Justin Boom besiegt. Der ist seit 4-5 Monaten bei BA, hatte leider direkt die Hand gebrochen. Im ersten Monat, als er gesigned war, ist back. Wird bei Brave debütieren, sage ich mal. Dazu gibt es noch mehr Fight News über unseren Alexander Wesner. Wann, gegen wen, werdet ihr noch früh genug erfahren. Aber Alexander Wesner Fight News wird es auch geben. Darauf freue ich mich nämlich auch sehr. Aber erstmal fahren wir noch nach Gelsenkirchen. Es ist extrem blödes Wetter, nenne ich es mal. Es ist kalt, es ist dunkel. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns auf den Hexenkessel in Gelsenkirchen und freuen unsere zwei Pros und unseren Amateur. Der Bruder von unserem BA-Fighter Ramzan Jandarbayev kämpft jetzt. Der steht 4-0, der kämpft gegen einen starken Mann. Ja, der ist bei uns noch nicht unter Vertrag, aber ich habe ihn die letzten 2 Kämpfe geklärt. Dementsprechend wissen wir alle, demnächst sollte der auch natürlich zu BA kommen. Sein Bruder ist ja schon bei uns. Aber für dich ist heute auch ein Debüt, ne? Du bist das erste Mal bei einer Pro-Gala von GMC. Allerdings. Der Junge dachte noch, wir fahren zur Olympics. Haben gesagt, Junge, heute Pro-Gala. Dann werde ich auch nervös ein bisschen. Hör auf. We got it next. That's how you finesse. We come for they next. Was geht ab, Leute? Wir haben jetzt endlich den Timo vor der Kamera. Es ist ein Comeback-Kampf, nachdem was passiert ist in Frankfurt. Ich freue mich drauf. Hier habe ich ihn kennengelernt. Hier haben wir uns kennengelernt. Hier hat er seinen ersten Pro-Kampf gemacht, seinen ersten Sieg geholt. Und hier wollen wir heute zusammen diesmal auf Siegesserie gehen. 100%. Wie fühlst du dich jetzt vor deinem Kampf? Ich fühle mich physisch sehr gut, psychisch meine ich sehr gut. Ich bin leider ein bisschen krank geworden. Nichtsdestotrotz geben wir heute alles. So, erzähl uns mal, wie der Kampf für euch so lief. Ja, Kampf lief gut, einigermaßen, also nicht beste Leistung, was wir kennen von Danny. Siege und wir lernen davon, ne? Das ist so, ne? Jawohl. Danny ist auch Bruder von Ramzan. Ramzan ist leider verletzt. Und was kannst du uns von dem erzählen, über seine Zukunft? Von Danny, ja, also ihm erwartet auf jeden Fall eine große Zukunft in der MMA-Karriere, denke ich mal. Ja, der ist ein Allrounder sozusagen, der ist schnell, der kann striken, der kann auch grappeln. Deswegen, ich mache mir keinen Kopf. Wichtig ist natürlich, man verbessert immer. Ne? Man verbessert immer. Natürlich, man muss dranbleiben. Ramzan Jandarbayev, der hat verletzt bei dem letzten Kampf. Und ja, wir warten noch ein bisschen, bis seine Hand heil ist und dann geht's weiter. Ne? Ja, aber der alte Gegner von Lukas kämpft ja gleich, ne? Der hat einen Cilic, der hat auf jeden Fall mies viel draufgepackt. Der sieht ja richtig aufgepumpt aus.
Der kämpft jetzt gegen einen 0-1er oder 1-1er. Boah, ich glaube, es wird eine richtige Hauerei. 2 Jugos kämpfen gegeneinander. Ich glaube, die hauen sich jetzt richtig Fresse ein. Ich hoffe natürlich das Beste für ihn. Ist ein sehr, sehr, sehr sympathischer und netter Mann auch auf jeden Fall, wirklich. Also ich hoffe natürlich, dass der Atman das Ding gewinnt. Der Danny hat ja gewonnen, Bruder vom Ramzan. Unser Timo ist danach dran in 3 Kämpfen. Deswegen haben wir uns jetzt auch schnell umgezogen. Dann Co-Main Event Ruby Mesu. Die muss nämlich heute auf jeden Fall gewinnen. Also Zilch hat gewonnen, starker Kampf, gut geballert, dann Rear Naked Choke geholt, hat stark verbessert seit Lukas seinen Kampf, definitiv. Diesmal konnte er sein Game mehr durchbringen, sage ich mal. Ne? Ist wie bei Lukas nach vorne gestürmt, der Gegner konnte ihn halt nicht auskontern wie wir. Aber sehr stark gemacht, viel Gratulation an Adnan. Wir wärmen jetzt ein Team auf, denn in 2 Fights ist es soweit. Hol ihn! Jawohl! Knie zusammenpressen. Genau. Knie zusammen. Hoch, eng. Timo, Hand reinschieben, Ellenbogen. Schlag ihn! Hand reinschieben, ja. Schlag! Genau. Ja! Schlag! Jawohl, sehr gut. After a TKO tap out 2 Ellenbogen. Timo. in the red corner, Timo! Der hat gekämpft auch. Der hat abgeklopft. Der hat abgeklopft. Er hat Also. so gemacht, nach dem ersten Ellenbogen. Aber von wem ist dieses Blut, Bruder? Von wem ist dieses Blut? Das Gute ist, nachdem wir aber alle gesagt haben, Bodylock, hast du es dann gemacht. Verstehst du? Der ist da erstmal so hochgegangen. So Timo, das war ja eine kurze Angelegenheit heute. Führ uns mal durch, wie ist es abgelaufen? Wie ist abgelaufen, ja. Ist jetzt gerade zu kurzfristig. Ich wollte eine linke, ein Overhand hauen, dann zum Takedown gehen. Ich bin ein bisschen zu offen rein, aber konnte ihn dann eigentlich direkt runterholen. Ja. Hab den Single Leg gefunden, konnte ihn runterreißen, konnte sogar sofort in die Mount steigen. Und nach dem ersten oder zweiten Ellenbogen hat er leider schon getappt. Du warst ja ein bisschen nervös vorher. Wie war das dann im Cage? Wie hast du dich gefühlt? Ja, schon ein bisschen besser als die letzten Male, muss ich sagen. Alles klar, dann nochmal Glückwunsch und ich hoffe, wir sehen dich bald wieder im Cage. Prost. So, aber was sagst denn du zu Timos Performance? Also er hat genau das gemacht, was wir gesagt haben. Jab, Overhand reingehen, den Gegner runterholen, am Boden pinnen, eine gute Position und schlagen und fertig machen. Der Gegner hat halt nach 2 Ellenbogen, die perfekt saßen, getappt. Ich meine, Timo war in der Mount, der Gegner hat festgehalten, Kopf runtergedrückt, Ellbogen, 2 Stück, dann hat der Gegner getappt. So ist es manchmal mit Ersatzgegnern. Was willst du machen? Wen willst du finden? Ich habe gestern morgens um 7 oder 8 war das ungefähr die Absage bekommen. Der Gegner durfte nicht einreisen, dann muss jemand anderes finden. Und es ist immer sehr schwer, sich auf jemanden einzustellen, den du gar nicht kennst. Wer ist denn so verrückt? Timos erster Kampf, so ist er überhaupt Profi geworden. Timo ist eigentlich schon einen Tag vorher gegen einen von der GMC und hat den K.O. gehauen in der ersten Runde. So fing es dann an, da haben wir uns kennengelernt. Und dann ist er zu uns ins Management gekommen, ins Team gekommen und wir haben angefangen, Kämpfe zu machen. Jetzt stell dir mal vor, das wäre der neue Timo Ernst gewesen, der hierher kommt und unseren Jungen wegklatscht. Versteht ihr, was ich meine? Du weißt nie, wer was ist. Und deswegen ich bin sehr stolz auf ihn. Der Berkan kämpft jetzt. Der Berkan Badur macht sein Pro-Debüt. Das ist der Pferd einmal besiegt hat im Finale bei der Deutschen Meisterschaft. Was denkst du? Es wird ein geiler Kampf. Ich drücke natürlich Berkan die Daumen. Das Grappling von Berkan ist sehr stark, Mann. Der hat das 2 Runden ausgehalten. Goed zo, dat is goed, Remy. In en uit. Ja! Andere hoek, ben uitgaan. Met je hoofd naar de andere kant. Nee. Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja, dat is goed. Wanneer ze op je afloopt. Nu. Ja! Dat is goed. Ja! Ja! Goed zo. Lekker nu. Ja! Nog 1,5 minuut. Ruby, andere hoek. Opstaan. Die knie op de buik. Ja! Goed. Nog maar. And the winner by unanimous decision, Lady Tyson! Hello everybody.
everybody. My name is Ruby Mesu, aka the Lady Tyson. So you just had your first win in MMA. How do you feel about that? What does it mean to you? It means really a lot to me because I lost my first 2 MMA fights. Unfortunately, I couldn't fight amateur fights, so after 4 years not fighting in kickboxing, I did my first MMA fight as a pro in the PFL. It was a huge step for me, but I did it because I wanted to fight and I wanted to get back in fighting, and I made a switch to MMA. And the second one I lost also, it was against a wrestler, so that was also a good fight, but I didn't have enough ground skills. And I think you can see with this fight that I really worked on my ground skills, and it's very important and cool for me to really know and feel that I can fight a good fight in MMA. She did an excellent performance. She listened good. We trained a lot for this fight, and I think she did a very good job. Yes. So you told Aber you have more names that you want to put into professional. In 2025, at least we have 4 amateur fighters who is going to pro. Let's see what happens. So, Aber, der Tag ist zu Ende. Was sagst du? Also Leute, wir hatten 3 Kämpfe heute bei der GMC, wie schon erwähnt, Danny, Timo und Ruby. Alle 3 haben gewonnen. Timo hat ein Finish hingelegt. Ich meine, es war wie gesagt sehr schwer, die ganze Zeit einen Gegner zu finden. Der hat richtig draufgehauen beim Single Leg, man. Der hat richtig draufgehauen. Der Timo hat auch ein bisschen was am Auge gehabt, aber nichtsdestotrotz hat er super gemacht. Von der Mount aus das Ding mit Ellenbogen gefinisht. Ich bin extrem stolz auf Timo und auf seine ganze Leistung. Auch jetzt war er wirklich krank, muss man sagen. Ist krank in den Kampf gegangen, aber nichtsdestotrotz hat er das Ding geholt. Und da gibt es gar nicht viel zu sagen, um ganz ehrlich zu sein, denn wir haben einen Lauf, macht kein Auge, es geht nämlich immer weiter. Wir haben jetzt 9 Kämpfe gehabt an diesem Wochenende, 9 Siege. Ich bin auf jeden Fall auch sehr stolz an das ganze Team, an alle BA-Kämpfer, an alle Passion-Fighter, an alle, die mit BA und Passion zu tun haben, an dich, Jim, an Elvin, einfach an alle, denn gemeinsam haben wir dieses Jahr schon übertrieben krasse Sachen gemacht, extrem kranke Sachen gerobbt. Und es geht immer weiter. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Wir haben erst vor 11 Tagen die 5000 Abonnenten geknackt. Wir sind mittlerweile bei 5600. Der Channel wächst und wächst und wächst. Ganz ehrlich, ganz am Anfang war es echt schwer mit dieser Kamera. Aber mittlerweile kann ich mir kein Event mehr ohne die Kamera vorstellen. Denn wir sammeln die Memories, wir verfilmen diese Memories. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr an meinem Leben, an unserer Arbeit, an unserem Leben teilhaben könnt. Und bin wirklich sehr stolz auf jeden Einzelnen aus dem Team und sehr froh über jeden einzelnen Zuschauer, der uns supportet. Ich glaube, es war einer der emotionalsten und sentimentalsten Sachen, die ich hier so gesagt habe auf YouTube. Nichtsdestotrotz geht es weiter am 23. November und am 22. November und 23. November sind die nächsten Fights von BA und Passion. Wir haben, glaube ich, an diesem einen Wochenende wieder, 14 Kämpfe diesmal. Europaweit. Stay tuned for more. Ich würde sagen, liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Und ganz wichtig, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sind raus.